In diesem Video stelle ich dir ein Lichtmonster aus Glas vor. Auf der Suche nach dem Bokeh am Vollformat habe ich mich Canon gestellt. Meine Beute, das 50 mm 1.2 L-Objektiv von Canon. Mit einem Lichtmonster an der Canon 6D Mark II ringe ich um Antworten auf nicht nur diese Fragen. Rendert es wirklich ein traumhaftes Bokeh? Ist ein Normalobjektiv nicht der Ausdruck fotografischer Langeweile? Und darf so etwas überhaupt 1300 € kosten? 1300 €? Niemals, oder? Darf ich vorstellen? Lichtmonster. Lichtmonster? Zuschauer. Aber halt, jetzt heißt es erst einmal auspacken. Viel Spaß! Groß, kurz, aber im Diameter außergewöhnlich. Das Objektiv liegt angenehm schwer in der Hand, was das technische Datenblatt mit 580 Gramm bestätigt. Da das Objektiv kurz ist, bleibt so der Schwerpunkt dicht am Gehäuse, sodass die Kombination nicht kopflastig wird. Das Design gefällt, die Oberflächentextur, die klare Distanzskala und die rote Zierlinie, hinter der das Objektiv mit einem schwarz glänzenden Rand abschließt, unterstreichen insgesamt den Eindruck eines Premium-Objektivs. Und das, obwohl die Textur nur vorgibt, ein Magnesiummantel zu sein. Mein erster Eindruck: ich habe das Objektiv sehr gerne in der Hand. Es passt zur Canon 6D Mark II wunderbar, die Kombination ist gut austariert, wirkt stimmig und die Formen sind fließend. Emotionen sind geweckt. Hat die Premium-Linse zum Premium-Preis auch eine angemessene Premium-Konstruktion vorzuweisen? Das kann ich nur bedingt bestätigen. Das Gehäuse knarzt gelegentlich, wenn du es begeistert anfasst. Es knarzt zwar weniger als ein Nikkor 85 mm, aber eben doch mehr als das Canon 100 mm Makro, was ich mir in diesem Video hier näher angeschaut habe. Ist das ein Problem? Nein, psychologisch aber eben doch. Das liegt am Preis, denn diesem wird die Plastikkonstruktion nicht ganz gerecht. Dafür wiegt das Lichtmonster weit weniger, als es würde, wäre es komplett aus Metall gefertigt. Ein Premium-Merkmal, das die Sigmas auszeichnet. Ich schätze beispielsweise das Sigma 18 bis 35 mm in APS-C. Es ist hochwertig gebaut wie ein Tank, bringt knapp 1 Kilogramm auf die Waage, dafür wirkt es aber auch kopflastig. Ich frage mich, was ist wichtiger, Metall um jeden Preis oder lieber Gewicht sparen? Braucht es heutzutage überhaupt noch so ein Premium-Attribut? Was denkst du? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Wetterfest ist das Ganze zumindest. Ein Dichtungsring ist vorhanden. Dieser ist sehr großzügig dimensioniert. Wohlmöglich bilde ich mir das auch einfach ein. Ob das etwas bringt, kann sowieso erst die Zeit zeigen. Ach so, neben den obligatorischen Bajonettanschluss aus Metall zeichnet das 50 mm 1.2 L-Objektiv auch das beliebte Gütesiegel aus Made in Japan. Yeah, aber wenn die Kosten nicht in die Konstruktion geflossen sind, wohin dann? Den Wechsel zwischen manuellem und automatischem Fokus ermöglicht der Schiebeschalter an der Seite.
der gut für den Daumen zu erreichen ist. Dieser weist eine geriffelte Teiloberfläche auf und funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Allerdings schließt der Schalter auf gleicher Höhe mit dem Gehäuse ab, sodass ich hin und wieder mit dem Daumen versehentlich drüber hinwegrutsche, ohne diesen verstellen zu können. Das macht die Konkurrenz, zum Beispiel Sigma oder Tamron mit der SP-Serie, deutlich besser. Das Gehäuse des Objektivs weist nahe des Bajonettanschlusses ebenfalls eine geriffelte Teiloberfläche auf, um den Sitz in der Hand zu verbessern. Da es sich um ein relativ kurzes Objektiv handelt, ist das für mich kein Vorteil, da ich so kurz gar nicht greifen kann. Interessanter wird es allerdings beim Fokusring, da nähern wir uns allmählich auch einem echten Premium-Attribut. Denn immerhin vermarktet Canon dieses Objektiv als Teil der professionellen L-Objektivserie. Kein Kunststoff, sondern ein Gummimaterial kleidet den Fokusring, der sich sofort hochwertiger anfühlt. Hier kommt die Riffelung dann auch wirklich zum Tragen, ein satter Griff entsteht. Beim Drehen des Fokusrings entsteht ein runder Lauf, kein Stück schabend oder hohl wie bei den Nikors 85 mm oder 20 mm. Weitläufig wie ein Weltmeister braucht es in etwa 135 Grad, um den Fokusring zum Anschlag zu bringen. Und wofür ist das gut? Je weiter der Lauf, desto feiner kann der Schärfepunkt bestimmt werden. Das ist bei einer extremen Lichtstärke von 1.2 auch notwendig, da geringste Abweichungen der Schärfeebene sofort zu einem falsch fokussierten Bild führen. Interessierst du dich nicht fürs manuelle Fokussieren, wirst du mit diesem Premium-Attribut auch nichts anfangen können. Ah ja, noch etwas, die Distanzskala. Klar, gut ablesbar spielt sie gerade in Verbindung mit dem überragenden Fokusring eine weitere Stärke in der Bedienung aus. Denn sie ist eine Orientierungshilfe beim manuellen Fokussieren, die selten geworden ist. Verschiedene Markierungen erleichtern den Umgang mit der hyperfokalen Distanz und erlauben es dir auch noch bei Nacht etwas scharf gestellt zu bekommen. Vorausgesetzt, du kannst die Distanzskala bei Nacht lesen, sonst brauchst du eine Taschenlampe. Wobei, wenn du eine Taschenlampe hättest, könntest du auch das Motiv anleuchten und per Autofokus scharf stellen. Handelt es sich beim Canon 50 mm 1.2L um einen zuverlässigen und schnellen Leisetreter? Ich finde die Geschwindigkeit vom Autofokus spürbar langsamer, als ich es von anderen Festbrennweiten gewohnt bin, aber nicht so sehr, dass ich es für mich als einen Nachteil einstufen würde. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sich schnell und unerwartet bewegende Motive damit etwas schwerer scharf stellen lassen. Persönlich stimmt mich die Lautstärke leiser als ein Sigma 18 bis 35 mm, aber eben ein Tick lauter als die erwähnten Nikors fällt mir das Canon-Objektiv nicht unangenehm auf. Die Wahrnehmung der Geräuschentwicklung ist aber von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ob sich die Geräusche des Autofokus-Motors mittels Richtmikrofon ausblenden lassen, muss ich noch zeigen. Ich probiere das gerade mit dem VideoMic Pro von Rode. Ist dir das wichtig, kann ich dir nur empfehlen, einmal selber Probe zu hören. Die Treffsicherheit des Autofokus ist für dich wahrscheinlich das wichtigere Kriterium, da es die Zuverlässigkeit des Objektivs im Einsatz beschreibt. Versagt der Autofokus im richtigen Moment, nützt dir auch das schönste Motiv nichts mehr, wenn das Bild nicht korrekt scharf gestellt ist. Im Tageslicht zuverlässig muss ich das Ganze im Lowlight-Einsatz noch ausprobieren. Hast du damit bereits Erfahrung gemacht? Dann lass es mich gerne wissen. Ansonsten hatte ich keine Schwierigkeiten. Die Trefferquote ist wirklich, wirklich gut. Schwieriger wird es bei Offenblende. Während für ein Foto das Motiv bereits sorgfältig im Millimeterbereich fokussiert werden will, gestaltet sich das Ganze im Videobetrieb nochmal schwieriger. Denn dort sind sowohl du als auch dein Motiv stets in Bewegung. Schwankungen dieser sehr schmalen Schärfeebene fallen im Videobetrieb stärker auf. Kein Nachteil des Autofokus, akkurates Arbeiten ist einfach der Preis für so ein Lichtmonster. Aber wie steht es um die Bildqualität? Gar nicht so leicht mit einer Lichtstärke von 1.2 schöne Bilder zu machen. Habe ich wirklich geglaubt, ich kaufe einfach diese Linse, drücke ab und sie verzaubert jedes Bild mit einem traumhaften Bokeh? Erste Ernüchterung macht sich breit. An einem sonnenreichen Tag im Porträtmodus unterwegs, Blende 1.2 eingestellt und schon bin ich am Limit meiner Canon 6D Mark II angelangt. ISO 100 und Verschlusszeit 4000 und das Bild ist immer noch viel zu hell. Ausgebrannte Flächen sind die Folge, Farben und Kontraste leiden, Extrembedingungen. Entweder meide ich jetzt sonnengeflutete Areale oder ich nutze eine Blende, für die ich das Objektiv nicht gekauft habe. Oder ich setze spätestens jetzt einen ND-Filter ein, den ich natürlich nicht dabei habe, der aber das Bild ausreichend abdunkeln würde. Lichtstärke kommt also zu einem Preis?
Nein, das ist kein Malus, sondern eine Stärke, die man kontrollieren und auf die man sich einstellen muss. Schlauer bin ich beim nächsten Mal. Im Schatten eines Baumes Schutz suchen gelingen mir dann erste nicht gnadenlos überbelichtete Bilder und ich bekomme eine Idee davon, zu was diese Speziallinse in der Lage ist. Jede Menge Unschärfe. Besonders weiche Verläufe zwischen den Schärfeebenen kreieren diesen einzigartigen Look. Ein Look, den wir gerne als traumhaft bezeichnen, wenn Farben und Formen zu einer Ode an den Sehner verschmelzen. Cremig, nicht unruhig und alles andere als ablenkend. Ein Traum. Es ist das Quäntchen mehr an Bokeh, das den Unterschied macht zu dem, was die anderen besitzen oder bezahlen möchten. Das ist das Premium-Attribut dieser Linse. Wenn du ähnlich fühlst, dann kann diese Linse was für dich sein. Jetzt weiß ich es, hier fließen die Kosten hin. Doch wo Licht ist, sind auch Schatten. Chromatische Aberrationen treten deutlich hervor und erreichen ihren bitteren Zenit in starken Kontrastsituationen. Also genau dort, wo du so ein Objektiv einsetzen und dieses besondere Licht, das zwischen den Ästen entlang der Blätter schimmert, einfangen möchtest. Sie lassen sich zwar gut in der Nachbearbeitung korrigieren, das ist aber nicht immer ideal. Und es ist mindestens das zweite Mal, dass ich unwillkürlich an die Kosten des Objektivs denken muss. Chromatische Aberrationen schätze ich als sichtbar stärker ein als bei so ziemlich jeder anderen Festbrennweite, die ich jemals besessen habe, egal ob von Sony, Nikon oder Canon. Bereue ich meine Kaufentscheidung etwa? Zeit für etwas wirklich Kritisches. Schärfe. Ich glaube, wegen nichts anderem polarisiert dieses Objektiv so sehr, mal abgesehen vom Preis. Scharf ist es in der Mitte, zum Rand hin immer noch ausreichend scharf, aber sichtbar weniger. Fällt das auf? Beim Pixel-Peeping unbestreitbar ja, sonst nein. Insbesondere dann nicht, wenn du die volle Lichtstärke ausspielen und die Dinge um das Motiv herum verschwimmen lassen möchtest. Ich muss sagen, ich fühle mich erleichtert ausgestiegen zu sein aus dem Rennen, ein Rennen um Megapixel und Schärfe. Hoffentlich ist das keine Phase. Das Sigma 50 mm 1.4, das Tamron SP 45 mm und ich will gar nicht erst anfangen, das Sony Zeiss 55 mm zu zitieren. Die Liste der Primes ist lang, die das Canon in dieser Disziplin an die Wand spielen. Abblenden führt im Vergleich zu guten Schärfeergebnissen zurück, aber das möchtest du nicht, sonst würdest du nicht 1300 € in dieses Objektiv investieren wollen. Muss ein Bokeh-Künstler Schärfe können? Unwillkürlich muss ich an das Bokeh denken, wie dieses Lichtmonster von Canon die Welt auf eine Weise darstellt, die mich tief beeindruckt. Mag dieser Eindruck sich im Videomodus fortsetzen? Gefilmt ist meine Moderation übrigens mit dem Canon 50 mm 1.2 an der Canon 6D Mark II. Auch in Videos möchte ich diesen traumhaften Look beibehalten. Und das gelingt. Aber nicht so leicht, wie ich es erwartet hätte, aber hätte wissen müssen. Wie beim Fotomodus ist das Fokussieren mit einer Lichtstärke von 1,2 Arbeit im Millimeterbereich. Hut ab vor den Puristen, die manuell fokussieren. Bist du so jemand nicht, weil du die Arbeit dem Canon Dual Pixel Autofokus überlassen möchtest, dann sei dir gesagt, dass das System an seine ästhetischen Grenzen kommt. Verstehe mich nicht falsch, der Autofokus funktioniert wunderbar, aber bei einer Lichtstärke von 1,2 ist die Schärfeebene so schmal, dass der Autofokus diese häufiger nach vorne und zurück bewegt und das fällt im Bewegtbild auf. Das gilt natürlich nicht für statische Motive. Ich bleibe dabei. Das ist eine Stärke, ein Premium-Attribut, das Arbeit erfordert. Die innen mit Stoff überzogene Sonnenschutzblende und der hübsche Objektivbeutel sind nett. Das gelegentlich knarzende Kunststoff des Objektivs aber weniger. Dafür punktet es in der Bedienung. Der Fokusring ist hervorragend, ein Traum beim manuellen Fokussieren. Zu verschmerzen ist der fehlende Bildstabilisator, der das Objektiv leicht hält. Ich vermisse ihn aber dennoch. Ich mache es deutlich. Dieses Objektiv ist ein Spezialist, ein Bokeh-Künstler und kein Schärfegigant. Ein Lichtmonster, das gebändigt werden will und nur wenn du auf der Suche nach dem Extra-Kick Bokeh bist, dann wirst du bei dem Canon 50 mm 1.2L Objektiv fündig. Aber bist du bereit dafür tief in die Tasche zu greifen? Gerade im Vergleich zu den gewöhnlichen 50 mm Objektiven ist der Preis dieses Objektivs nur schwer zu rechtfertigen. Ich glaube, 50 mm Brennweite ist dir nicht zu langweilig, sonst würdest du dieses Video nicht schauen. Ich liebe Normalobjektive, sie sind universell einsetzbar, nicht zu kurz, nicht zu lang, perfekter Begleiter für urbane Abenteurer mit der extra Portion Lichtreserve im Gepäck, gerade wenn es mal zu dunklen Aufnahmen kommt. Freistellen kann er wie ein großer. Kreative Lichtreserve, allzeit griffbereit, das ist mein persönliches Kaufargument. Du musst dir nur diese eine Frage stellen. Ist dir maximales Bokeh bei 50 mm ohne Rücksicht auf Schärfe
diese Stange Geld wert? Wenn ja, Glückwunsch zum Kauf eines Lichtmonsters. Ich empfehle dir den Einsatz eines Polfilters zum Schutz einerseits, andererseits holst du noch etwas mehr natürliche Sättigung aus dem Bild heraus. Alternativ empfehle ich das Objektiv zur Probe durch Mieten oder direkt ein gebrauchtes. Wenn deine Antwort aber Nein lautet, dann schreib mir unbedingt in die Kommentare, wieso das so ist. Ich werde mein Lichtmonster sehr wahrscheinlich behalten und definitiv mit nach Tunesien nehmen, um dort jede Menge Aufnahmen zu machen. Bist du interessiert, mehr davon zu sehen? Dann lass es mich wissen. Daumen hoch, wenn dir mein Video gefallen hat. Lass mir gerne auch ein Abo da. Wenn du mich unterstützen willst, dann teile dieses Video einfach mit deinen Freunden. Ansonsten mach's gut, viel Spaß und bis bald. So, da sind wir zurück. Immer noch an einem geheimen Spot mitten in Köln, der nicht ganz so geheim ist. Ich glaube, ich zeige ihn heute einfach mal. Das ist der Ort, an dem das Canon 50mm 1.2 L-Objektiv getestet wurde. Da kommt auch schon die Bahn.